Kapitel 1 Gregor Samsa wacht an einem normalen Morgen in seinem Bett auf. Er schläft in seinem kleinen Zimmer. Er ist müde, weil er immer sehr viel arbeitet. Er öffnet seine Augen, aber er sieht nicht seinen eigenen Körper. Er sieht viele kleine Beine. Die Beine bewegen sich schnell und er kann sie nicht kontrollieren. Sein Bauch ist braun, hart und rund wie ein Panzer. Gregor denkt, dass er noch träumt. Er schließt seine Augen wieder, weil er weiter schlafen möchte. Aber er kann sich nicht auf die Seite drehen. Er muss auf dem Rücken liegen bleiben. Was ist mit mir passiert, denkt er leise. Es ist kein Traum. Das Zimmer ist real. An der Wand hängt ein Bild. Er hat das Bild vor ein paar Tagen aus einer Illustrierten ausgeschnitten. Es zeigt eine Frau mit einem schönen Hut und einem warmen Pelzmantel. Gregor schaut aus dem Fenster. Das Wetter ist sehr schlecht. Der Regen klopft leise an das Glas. Das macht ihn traurig. Er schaut auf den Wecker auf dem Tisch. Es ist schon 6:30. Er hat den Wecker um 4 Uhr gestellt. Er hat den Zug verpasst. Der nächste Zug fährt um 7 Uhr. Er muss sich beeilen, wenn er pünktlich sein will. Aber er kann nicht aufstehen. Sein Chef wird sehr böse sein, weil Gregor noch nie zu spät gekommen ist. Gregor arbeitet als Reisender für ein großes Tuchgeschäft. Er muss viel reisen, weil er Geld für seine Familie verdienen muss. Seine Eltern haben Schulden bei dem Chef. Gregor muss diese Schulden bezahlen. Das dauert vielleicht noch 5 oder 6 Jahre. Wenn er das Geld bezahlt hat, kann er endlich kündigen. Dann wird er frei sein. Aber jetzt muss er aufstehen. Seine Beine zittern. Er versucht, den Kopf aus dem Bett zu bewegen, aber das ist sehr schwer. Er hat Angst, dass er hinfällt. Kapitel 2 Es klopft leise an der Tür an seinem Kopfende. Es ist seine Mutter. Sie sagt mit einer sanften Stimme, dass es bereits 6:15 ist. Sie fragt, ob er nicht reisen muss. Gregor erschrickt, als er seine eigene Stimme hört. Seine Stimme klingt seltsam. Sie ist hoch und piepst wie ein kleines Tier. Er antwortet, dass er sofort aufsteht. Er hofft, dass seine Mutter den Unterschied nicht bemerkt. Die Tür ist abgeschlossen, deshalb kann niemand in das Zimmer kommen. Seine Familie denkt, dass er noch schläft oder krank ist. Jetzt klopft auch sein Vater an der anderen Tür. Der Vater ruft laut seinen Namen. Er fragt, was los ist. An der dritten Tür klopft Gregors Schwester Grete. Sie weint leise und bittet ihn, die Tür zu öffnen. Sie fragt, ob er Hilfe braucht oder ob es ihm schlecht geht. Gregor antwortet allen, dass er fertig ist und gleich herauskommt. Er versucht, seinen Körper aus dem Bett zu werfen. Er bewegt den unteren Teil seines Körpers, aber das tut sehr weh. Der Körper ist jetzt sehr breit und schwer. Gregor merkt, dass er eine Kreatur ist. Er ist ein großes, ungeheures Ungeziefer. Er will nicht, dass die Familie das sieht. Wenn er auf den Boden fällt, gibt es einen lauten Knall. Das will er vermeiden, weil sich die Eltern sonst erschrecken.
Er schaukelt mit seinem ganzen Körper hin und her. Der Wecker tickt laut. Gregor hat nur noch wenige Minuten Zeit, bevor jemand ins Haus kommt. Er denkt an seinen Beruf. Der Beruf ist sehr anstrengend, weil er jeden Tag reisen muss. Er hat keine echten Freunde, weil er nie lange an einem Ort bleibt. Er möchte ein normales Leben haben, aber er muss für die Familie da sein. Kapitel 3. Es ist jetzt 7 Uhr. Es klingelt an der Haustür. Das Dienstmädchen öffnet die Tür. Gregor hört einen schweren Schritt im Flur. Es ist der Prokurist. Der Prokurist ist der Chefvertreter aus der Firma. Er kommt persönlich, weil Gregor nicht zur Arbeit gekommen ist. Gregor findet das sehr ungerecht. Warum kommt der Prokurist sofort, wenn man einmal zu spät kommt, denkt er traurig. Glauben Sie, dass ich faul bin? Der Vater begrüßt den Prokuristen im Wohnzimmer. Die Mutter sagt zum Prokuristen, dass Gregor sicher krank ist. Sie erklärt, dass Gregor nur für die Arbeit lebt. Er geht abends nie aus, sondern sitzt am Tisch und liest die Zeitung oder arbeitet. Der Prokurist antwortet, dass er das hofft, aber er muss mit Gregor sprechen. Er geht zur Zimmertür und klopft laut. Er ruft, dass Gregor sofort öffnen soll. Er sagt, dass der Chef sehr unzufrieden ist. Er sagt auch, dass Gregors Arbeit in letzter Zeit nicht gut war. Gregor wird wütend, als er das hört. Er ruft laut, dass er sofort öffnet. Er erklärt, dass ihm nur ein bisschen schwindelig war, aber dass es ihm jetzt besser geht. Er bittet den Prokuristen um einen Moment Geduld. Niemand versteht seine Worte, weil die Stimme jetzt noch schrecklicher klingt. Die Mutter weint und ruft, dass Gregor schwer krank ist. Sie ruft nach dem Arzt. Der Vater ruft nach dem Schlosser, weil die Tür abgeschlossen ist. Sie hören alle, dass Gregor im Zimmer an der Tür arbeitet. Er versucht, den Schlüssel mit seinem Mund zu drehen. Er hat keine echten Hände, deshalb muss er seinen Kiefer benutzen. Ein brauner Saft läuft aus seinem Mund auf den Schlüssel, als er ihn dreht. Kapitel 4. Der Schlüssel dreht sich endlich im Schloss. Es macht ein lautes Geräusch. Der Prokurist, der Vater und die Mutter schauen gespannt auf die Tür. Gregor drückt seinen Kopf gegen die Klinke, damit sich die Tür öffnet. Er muss den Türflügel langsam aufmachen. Er zeigt sich zuerst nur zur Hälfte, weil er Angst vor der Reaktion der Menschen hat. Er schaut mit seinem Kopf in das Wohnzimmer. Der Prokurist steht ganz nah an der Tür. Als er Gregor sieht, hält er sich die Hand vor den Mund. Er geht langsam zurück, als ob er große Angst hat. Die Mutter sieht Gregor an, macht einen Schritt nach vorne und fällt dann auf den Boden. Ihre Röcke breiten sich um sie aus. Sie schließt die Augen und bewegt sich nicht mehr. Der Vater ballt die Faust mit einem bösen Gesicht. Er schaut Gregor grimmig an. Dann beginnt er zu weinen. Seine Brust bewegt sich stark. Gregor steht noch immer an der Tür. Er will erklären, dass er ein fleißiger Arbeiter ist. Er sagt zum Prokuristen, dass er sofort seine Sachen packt und zum Bahnhof fährt. Er bittet den Prokuristen, dass er dem Chef nichts Schlechtes erzählt. Er sagt,
dass Reisende oft kritisiert werden, obwohl sie schwer arbeiten. Aber der Prokurist hört nicht zu. Er schaut nur mit großen Augen auf das Ungeziefer. Er weicht immer weiter zurück, bis er den Flur erreicht. Er sucht seinen Hut und seinen Mantel, die auf einem Stuhl liegen. Er will nur noch weglaufen, weil er diese Situation nicht ertragen kann. Gregor merkt, dass er den Prokuristen nicht gehen lassen darf, wenn er seine Arbeit behalten will. Er lässt die Tür los und fällt auf seine vielen Beine. Kapitel 5 Gregor läuft auf seinen vielen Beinen in das Wohnzimmer. Er fühlt sich auf dem Boden eigentlich ganz wohl, weil seine Beine jetzt gut funktionieren. Er läuft in die Richtung des Prokuristen. Die Mutter wacht plötzlich auf. Sie sieht Gregor, der ganz nah bei ihr ist. Sie springt auf und schreit laut um Hilfe. Sie läuft an den Tisch, auf dem das Frühstück steht. Sie wirft eine große Kanne Kaffee um. Der Kaffee läuft auf den Teppich. Der Vater wird nun sehr aktiv. Er nimmt den Spazierstock des Prokuristen, den dieser auf dem Tisch vergessen hat. In der anderen Hand nimmt er eine große Zeitung. Er will Gregor zurück in sein Zimmer treiben. Er stampft mit den Füßen auf den Boden und zischt wie eine Schlange. Gregor hat große Angst vor seinem Vater. Er hat noch nie gesehen, dass sein Vater so wütend ist. Gregor will sich umdrehen und in sein Zimmer gehen, aber sein Körper ist zu breit für die Drehung. Er verliert die Balance. Der Vater wird ungeduldig, weil Gregor sich zu langsam bewegt. Er treibt ihn immer weiter an. Gregor versucht, rückwärts durch die Tür zu gehen. Das ist sehr schwer, weil die Türöffnung zu schmal ist. Er bleibt mit einer Seite seines Körpers im Türrahmen stecken. Er kann sich nicht mehr bewegen. Seine Beine hängen in der Luft. An einer Flanke verliert er Blut, was Flecken auf der weißen Tür macht. Der Vater gibt ihm von hinten einen starken Stoß mit dem Stock. Dieser Stoß tut Gregor sehr weh. Gregor fliegt weit in sein Zimmer hinein. Die Zimmertür wird sofort von außen zugeschlagen. Sie wird laut verriegelt. Es wird ganz still im Haus. Gregor liegt im Dunkeln auf dem Boden und kann sich vor Schmerz nicht bewegen. Kapitel 6 Gregor liegt noch lange auf dem Boden. Er schläft ein bisschen, weil er sehr müde ist. Als er aufwacht, ist es schon dunkel im Zimmer. Er hört ein Geräusch an der Tür. Jemand hat dort einen kleinen Napf mit Milch hingestellt. In der Milch schwimmen kleine Stücke von weißem Brot. Gregor hat großen Hunger, weil er den ganzen Tag nichts gegessen hat. Er läuft schnell zu dem Napf. Er taucht seinen Kopf in die Milch, aber er merkt sofort, dass ihm die Milch nicht schmeckt. Früher war Milch sein Lieblingsgetränk, wenn er gesund war. Jetzt schmeckt sie ihm schrecklich, obwohl er Hunger hat. Er zieht seinen Kopf enttäuscht zurück. Er kriecht zurück in die Mitte des Zimmers. Durch die Ritzen der Tür sieht er ein wenig Licht im Wohnzimmer. Es ist sehr leise im Haus. Früher hat sein Vater abends immer laut die Zeitung vorgelesen. Jetzt spricht niemand. Die Familie sitzt wahrscheinlich zusammen und schweigt, weil sie traurig und schockiert sind. Gregor denkt über die Zukunft nach.
wer wird jetzt Geld verdienen, wenn er nicht mehr arbeiten kann? Sein Vater ist alt und dick. Er hat seit 5 Jahren nicht mehr gearbeitet und hat keine Energie. Seine Mutter hat Asthma und kann nicht viel laufen, weil sie schlecht atmet. Seine Schwester Grete ist erst 17 Jahre alt. Sie spielt gerne Violine, aber sie weiß nichts über die Arbeit oder das Geld. Gregor fühlt sich schuldig, weil er der Familie jetzt eine große Last ist. Er hofft, dass sich am nächsten Morgen alles aufklärt und dass dieser Albtraum endlich vorbei ist. Kapitel 7 Am nächsten Morgen kommt die Schwester Grete leise an seine Zimmertür. Sie schließt die Tür vorsichtig auf. Sie schaut in das Zimmer, weil sie sehen will, wie es Gregor geht. Gregor hat sich unter dem Sofa versteckt, damit sie keine Angst vor ihm hat. Sie sieht ihn nicht sofort, aber sie sieht den Napf mit der Milch. Die Milch ist noch fast voll. Sie merkt, dass Gregor die Milch nicht mag. Sie holt eine alte Zeitung und bringt verschiedene Lebensmittel in das Zimmer. Sie bringt altes, halb verfaultes Gemüse, ein paar Knochen vom Abendessen mit kalter weißer Sauce, ein paar Rosinen und Mandeln und ein Stück alten, scharfen Käse. Sie stellt alles auf den Boden und geht schnell wieder weg, damit Gregor in Ruhe essen kann. Gregor kriecht unter dem Sofa hervor. Er probiert die verschiedenen Sachen. Er findet das frische Essen nicht gut, aber der alte Käse und das verfaulte Gemüse schmecken ihm ausgezeichnet. Er isst alles sehr schnell auf. Als die Schwester wiederkommt, versteht sie, dass er dieses Essen mag. Sie putzt den Raum, während Gregor wieder unter dem Sofa wartet. Das wird jetzt zu einer täglichen Routine. Grete füttert ihn 2-mal am Tag, einmal am Morgen und einmal am Abend, wenn die Eltern schlafen. Die Eltern wollen Gregor nicht sehen. Der Vater verbietet der Mutter, in das Zimmer zu gehen, weil er Angst hat, dass sie in Ohnmacht fällt. Nur Grete sorgt für ihn, obwohl sie auch ein bisschen Angst vor seinem Aussehen hat. Kapitel 8 Ein Monat vergeht. Niemand spricht direkt mit Gregor, aber er hört oft an der Tür zu, wenn die Familie im Wohnzimmer redet. Er erfährt viele Dinge über die finanzielle Situation der Familie. Als Gregors Firma pleite ging, hatte der Vater noch ein bisschen Geld gespart. Dieses Geld reicht für ein paar Monate, aber es ist nicht viel. Sie müssen trotzdem alle sparen. Der Vater, die Mutter und die Schwester müssen sich vielleicht eine Arbeit suchen, wenn das Geld alle ist. Gregor ist traurig, weil er ihnen nicht helfen kann. Er erinnert sich an die Zeit, als er noch gesund war. Er hat damals viel Geld nach Hause gebracht. Die Familie war sehr glücklich und hat ihm gedankt. Aber mit der Zeit wurde es normal, dass Gregor das Geld bringt, und die Freude war nicht mehr so groß. Nur die Schwester Grete war ihm immer noch sehr nah. Gregor hatte einen Plan für sie. Er wollte sie auf das Konservatorium schicken, damit sie dort professionell Violine lernen kann. Das kostet sehr viel Geld, aber er wollte es zu Weihnachten ankündigen. Jetzt ist dieser Plan unmöglich. Gregor verbringt seine Tage damit, an den Wänden und an der Decke herumzukriechen. Das macht ihm Spaß, weil er sich dort oben frei fühlt. Er hinterlässt überall eine klebrige Spur. Wenn er an der Decke hängt,
vergisst er seine Sorgen für einen kurzen Moment. Er schaut oft aus dem Fenster auf den grauen Platz, aber seine Augen werden immer schlechter. Er kann die Häuser auf der anderen Straßenseite kaum noch sehen. Kapitel 9 Die Schwester bemerkt, dass Gregor gerne an den Wänden kriecht. Sie sieht die Spuren an der Decke. Sie möchte ihm mehr Platz machen. Deshalb beschließt sie, die Möbel aus seinem Zimmer zu entfernen. Sie will den großen Kasten und den Schreibtisch herausnehmen. Aber sie kann das nicht alleine machen, weil die Möbel sehr schwer sind. Sie bittet die Mutter um Hilfe. Die Mutter kommt zum ersten Mal seit einem Monat in Gregors Zimmer. Gregor versteckt sich tief unter dem Sofa und zieht das Betttuch über seinen Körper, damit die Mutter nichts von ihm sieht. Die beiden Frauen beginnen, den schweren Kasten zu bewegen. Die Mutter wird schnell müde. Sie sagt zur Schwester, dass es vielleicht keine gute Idee ist, die Möbel wegzunehmen. Wenn wir die Möbel wegnehmen, sieht das Zimmer so leer aus, sagt die Mutter leise. Vielleicht denkt Gregor dann, dass wir keine Hoffnung mehr haben, dass er wieder gesund wird. Wenn wir die Möbel hier lassen, bleibt das Zimmer so, wie es immer war, und er fühlt sich wie ein Mensch. Gregor hört diese Worte und denkt nach. Die Mutter hat recht. Er braucht seine Möbel, weil sie ihn an seine menschliche Vergangenheit erinnern. Er will nicht, dass sie den Schreibtisch wegnehmen, an dem er immer seine Hausaufgaben gemacht hat. Aber Grete ist eigensinnig. Sie will das Zimmer ganz für Gregor umgestalten. Sie beginnt, den Schreibtisch wegzutragen. Gregor wird nervös. Er muss etwas tun, um seine Sachen zu retten. Kapitel 10 Gregor kriecht unter dem Sofa hervor, als die Frauen im Nebenzimmer sind. Er läuft an die Wand, an der das Bild mit der Frau im Pelzmantel hängt. Er drückt seinen heißen, behaarten Bauch gegen das Glas des Bildes. Das Glas ist kühl und tut ihm gut. Er will das Bild mit seinem Leben verteidigen. Die Mutter und die Schwester kommen zurück in das Zimmer. Grete sieht Gregor sofort, der an der Wand sitzt. Sie versucht, die Mutter abzulenken, aber die Mutter schaut an die Wand. Sie sieht das riesige, braune Ungeziefer auf dem weißen Papier. Sie schreit laut auf. Oh Gott, ruft sie und fällt ohnmächtig auf das Sofa. Grete wird wütend auf Gregor. Warum hast du das gemacht, ruft sie laut. Sie läuft in die Küche, um etwas Medizin für die Mutter zu holen. Gregor läuft hinter ihr her, weil er helfen will. Aber er kann nichts tun. Grete nimmt eine Flasche und dreht sich um. Sie erschrickt, als sie Gregor direkt hinter sich sieht. Die Flasche fällt auf den Boden und zerbricht. Ein Stück Glas verletzt Gregors Gesicht. Grete läuft zurück ins Wohnzimmer und schließt die Tür vor Gregors Nase. Gregor ist jetzt aus seinem Zimmer ausgesperrt. Er läuft im Wohnzimmer herum, weil er Angst hat. In diesem Moment öffnet sich die Haustür. Der Vater kommt nach Hause. Er trägt eine neue, blaue Uniform mit goldener Schrift, weil er eine Arbeit als Bankdiener gefunden hat. Er sieht sehr stark und streng aus. Er fragt Grete, was passiert ist. Grete antwortet, dass die Mutter ohnmächtig ist und dass Gregor ausgebrochen ist.
Der Vater schaut Gregor mit einem schrecklichen Blick an. Kapitel 11. Der Vater sieht Gregor mit großen, wütenden Augen an. Seine neue Uniform ist sauber und blau. Er sieht viel größer aus als früher. Er hebt seine Füße hoch, als er auf Gregor zugeht. Er will Gregor bestrafen, weil dieser die Mutter erschreckt hat. Gregor beginnt sofort zu laufen, weil er große Angst vor den schweren Stiefeln des Vaters hat. Er läuft im Kreis um den großen Tisch im Wohnzimmer. Der Vater läuft hinter ihm her, aber er ist nicht schnell genug. Es ist wie ein komisches Spiel, aber Gregor weiß, dass es sehr gefährlich ist. Wenn der Vater ihn mit dem Fuß trifft, kann er sterben. Gregor hat keine Kraft mehr, weil er nicht gut atmet. Er muss anhalten, um Luft zu holen. In diesem Moment greift der Vater in eine Schale auf dem Tisch. In der Schale liegen viele Äpfel. Der Vater nimmt einen Apfel und wirft ihn nach Gregor. Der erste Apfel fliegt an Gregors Kopf vorbei und trifft die Wand. Der Vater nimmt sofort einen zweiten Apfel. Er wirft ihn mit viel Kraft. Dieser Apfel trifft Gregor mitten in den Rücken. Es gibt einen schrecklichen Schmerz. Der Apfel bleibt in Gregors weichem Rücken stecken, weil der Vater so stark geworfen hat. Gregor verliert das Bewusstsein. Er sieht nur noch, wie die Mutter aus ihrer Ohnmacht aufwacht. Sie läuft zum Vater, sie umarmt ihn und bittet ihn, Gregor nicht zu töten. Dann wird alles schwarz vor Gregors Augen. Kapitel 12. Gregor liegt viele Tage in seinem Zimmer, weil die Wunde am Rücken sehr weh tut. Niemand wagt es, den Apfel aus seinem Rücken zu entfernen. Der Apfel beginnt langsam zu faulen. Das ist sehr schmutzig und entzündet sich. Gregor kann sich kaum noch bewegen. Er liegt im Dunkeln und fühlt sich sehr alt und schwach. Aber die Situation in der Familie ändert sich ein bisschen. Sie haben jetzt Mitleid mit ihm, weil er ein Mitglied der Familie ist. Sie lassen am Abend die Tür zum Wohnzimmer ein wenig offen. Gregor kann im Dunkeln liegen und die Familie beobachten. Das ist seine einzige Freude. Er sieht, dass der Vater auch in der Wohnung seine Uniform nicht auszieht. Er schläft oft auf dem Sessel mit der Uniform ein. Die Mutter arbeitet jetzt auch. Sie näht feine Wäsche für ein großes Geschäft, um Geld zu verdienen. Die Schwester Grete hat eine Stelle als Verkäuferin gefunden. Sie lernt am Abend auch Stenografie und Französisch, weil sie eine bessere Arbeit sucht. Alle sind sehr müde, wenn sie nach Hause kommen. Sie sprechen fast gar nicht mehr miteinander. Jeder denkt nur an seine eigene Arbeit und an das Geld. Sie haben das Dienstmädchen entlassen, weil es zu teuer war. Jetzt kommt nur noch eine alte, große Bedienerin am Morgen und am Abend, um die schwere Arbeit im Haus zu machen. Kapitel 13. Die neue Bedienerin hat keine Angst vor Gregor. Sie findet ihn nicht schrecklich, sondern eher interessant. Sie öffnet jeden Morgen seine Tür und schaut in das Zimmer. Sie nennt ihn ein altes Mistkäferchen. Gregor mag das überhaupt nicht. Er wird wütend, wenn sie ihn so nennt. Einmal versucht er, sie anzureifen, aber die Bedienerin hat keine Angst. Sie hebt einen schweren Stuhl hoch und droht ihm damit.
Da merkt Gregor, dass er keine Macht mehr hat. Er zieht sich traurig zurück. Das Zimmer von Gregor wird immer schmutziger. Die Schwester Grete hat keine Lust mehr, das Zimmer ordentlich zu putzen. Sie geht nur noch schnell mit dem Besen durch den Raum. Der Schmutz liegt in großen Haufen an den Wänden. Die Familie benutzt Gregors Zimmer jetzt als Abstellraum, weil sie ein Zimmer an 3 möblierte Herren vermietet haben. Diese Herren sind sehr streng und ordentlich. Sie lieben Sauberkeit. Alles, was im Haus im Weg steht, wird in Gregors Zimmer geworfen. Da stehen jetzt alte Kisten, Ascheimer und unbrauchbare Möbel. Gregor hat kaum noch Platz, um sich zu bewegen. Er muss zwischen dem Schmutz herumkriechen. Er isst auch fast nichts mehr. Wenn die Schwester ihm Essen bringt, lässt er es unberührt liegen. Er verliert jede Lust am Leben. Kapitel 14. Die 3 Mieter sind sehr wichtig für die Familie, weil sie gutes Geld bezahlen. Die Familie kocht für sie und bedient sie im Wohnzimmer. Die Eltern und die Schwester essen jetzt in der Küche, weil die Mieter den großen Tisch im Wohnzimmer benutzen. Eines Abends hören die Mieter, dass Grete in der Küche Violine spielt. Sie finden das schön und laden die Schwester ein, im Wohnzimmer zu spielen. Der Vater und die Mutter kommen auch ins Wohnzimmer. Sie stehen an der Tür und schauen schüchtern zu. Grete beginnt zu spielen. Ihre Musik ist sehr traurig und schön. Gregor hört die Musik in seinem Zimmer. Die Musik zieht ihn magisch an. Er vergisst seine Wunde und den Schmutz auf seinem Körper. Er kriecht langsam aus seinem Zimmer heraus. Er will der Schwester nahe sein. Er denkt, dass niemand die Musik so gut versteht wie er. Er hat den Plan, sie in sein Zimmer zu holen und ihr zu sagen, dass er sie auf das Konservatorium schicken wollte. Er schämt sich nicht mehr, dass er ein Ungeziefer ist. Er kriecht immer weiter in das helle Wohnzimmer hinein. Die Mieter rauchen Zigarren und schauen zuerst gelangweilt auf die Violine. Sie bemerken Gregor nicht sofort, weil sie wegschauen. Kapitel 15. Plötzlich sieht einer der Mieter Gregor auf dem Teppich. Er zeigt mit dem Finger auf ihn und ruft den Vater. Der Vater läuft sofort herbei, um die Mieter zu beruhigen. Er versucht, sich vor Gregor zu stellen, damit die Männer ihn nicht sehen. Aber die Mieter sind sehr wütend. Sie finden das Haus unhygienisch, weil dort ein großes Ungeziefer lebt. Der älteste Mieter sagt laut, dass er sofort kündigt. Er sagt, dass er für die Tage, die er hier gewohnt hat, kein Geld bezahlen wird. Er droht sogar mit einer Klage gegen den Vater. Die anderen beiden Mieter sagen das Gleiche. Sie gehen in ihr Zimmer, um ihre Sachen zu packen. Die Familie steht allein im Wohnzimmer. Grete stellt die Violine auf den Tisch. Sie beginnt laut zu weinen. Sie geht zum Vater und zur Mutter. Sie sagt mit einer festen Stimme, dass es so nicht weitergehen kann. Wir müssen dieses Tier loswerden, sagt sie laut. Das ist nicht mehr Gregor. Wenn es Gregor wäre, hätte er schon längst verstanden, dass ein Mensch nicht mit so einem Tier zusammenleben kann. Er wäre freiwillig weggegangen. Aber er verfolgt uns und will die ganze Wohnung für sich haben. Der Vater nickt traurig.
Die Mutter hustet stark und kann nichts sagen. Gregor hört diese Worte seiner geliebten Schwester. Er merkt, dass ihn niemand mehr hier haben will. Kapitel 16. Gregor steht ganz still im Wohnzimmer. Er hört jedes Wort seiner Schwester Grete, und diese Worte tun ihm mehr weh als der Apfel in seinem Rücken. Er sieht, dass seine Familie unter ihm leidet. Die Mutter weint noch immer auf dem Sofa, der Vater sitzt kraftlos auf seinem Stuhl und die Schwester ist voller Zorn. Gregor versteht jetzt ganz genau, dass er gehen muss, damit die Familie wieder ein normales Leben führen kann. Er wendet sich langsam um in sein Zimmer zurückzukehren. Diese Drehung ist für seinen schwachen Körper eine riesige Anstrengung, weil er fast keine Kraft mehr in seinen vielen Beinen hat. Der Vater beobachtet ihn genau, aber er treibt ihn dieses Mal nicht an. Er schaut nur traurig zu. Gregor braucht sehr viel Zeit für den Weg zur Zimmertür. Er spürt, dass sein Zustand jetzt viel schlimmer ist als am Anfang seiner Verwandlung. Als er endlich die Schwelle seines Zimmers erreicht, dreht er seinen Kopf noch ein letztes Mal um. Das Wohnzimmer ist dunkel, weil der Vater das Licht ausgemacht hat. Er sieht die Schatten seiner Familie im matten Licht des Flurs. Er fühlt nur Liebe und Rührung, wenn er an sie denkt. Seine eigene Meinung, dass er verschwinden muss, ist vielleicht noch fester als die Meinung seiner Schwester. Er kriecht ganz in sein Zimmer hinein. Sobald er im Raum ist, wird die Zimmertür hinter ihm schnell zugeschlagen, verriegelt und abgesperrt. Kapitel 17. In seinem Zimmer ist es vollkommen dunkel und kalt. Gregor kann sich nicht mehr bewegen. Seine Beine wollen nicht mehr arbeiten. Er fühlt den schrecklichen Schmerz des faulen Apfels im Rücken gar nicht mehr, weil sein ganzer Körper taub und schwach ist. Er liegt flach auf dem schmutzigen Boden zwischen den alten Kisten und dem Staub. Er denkt an seine Eltern und an seine Schwester Grete. Er erinnert sich an die guten Zeiten, als er für sie gearbeitet hat, und an die Liebe, die sie früher füreinander hatten. Er spürt keinen Zorn und keinen Hass auf seine Familie, sondern nur eine tiefe Traurigkeit und Akzeptanz. Die Nacht vergeht langsam. Durch das kleine Fenster sieht er, wie der Himmel draußen langsam grau wird. Die ersten Sonnenstrahlen des neuen Morgens kommen in das Zimmer. Gregor atmet immer schwächer. Sein Kopf sinkt ganz von selbst auf den Boden. Aus seinen Nüstern strömt sein letzter Atemzug ganz leise und schwach aus. Dann bewegt er sich nicht mehr. Sein Herz hört auf zu schlagen. Gregor stirbt in der Frühe, als die ganze Stadt langsam aufwacht. Er ist nun erlöst von seiner Gestalt, von seinen Sorgen und von der Last, die er für die Menschen war, die er am meisten geliebt hat. Kapitel 18. Am frühen Morgen kommt die alte Bedienerin in die Wohnung. Sie ist wie immer sehr laut. Sie schlägt die Türen zu und geht direkt zu Gregors Zimmer, um nach ihm zu sehen. Sie öffnet die Tür und ruft mit ihrer lauten Stimme in den Raum hinein. »Schau mal, du altes Mistköfferchen«, ruft sie fröhlich. Aber Gregor antwortet nicht und bewegt sich nicht. Die Bedienerin geht näher heran. Sie denkt zuerst, dass er schläft oder sich nur dumm stellt. Sie nimmt den langen Besen und stößt Gregor damit leicht an. Er ist ganz leicht und trocken.
Der Körper hat keine Feuchtigkeit mehr. Die Bedienerin versteht sofort, was passiert ist. Sie erschrickt nicht, sondern läuft schnell in das Schlafzimmer der Eltern. Herr und Frau Samsa, ruft sie laut, kommen Sie schnell, er ist krepiert. Der Vater und die Mutter springen sofort aus dem Bett. Sie tragen nur ihre Nachthemden. Sie laufen auf den Flur, wo auch Grete aus ihrem kleinen Zimmer kommt. Die Schwester hat verweinte Augen. Sie gehen alle zusammen in Gregors Zimmer. Sie stehen um die Leiche herum. Die Mutter nimmt die Hand des Vaters und drückt sie fest. Grete sagt leise, wie mager er war. Er hat schon so lange nichts mehr gegessen, sagt sie traurig. Der Vater dankt Gott für das Ende dieser schweren Zeit. Er bittet die Frauen, sich anzuziehen, weil sie heute die Wohnung verlassen wollen. Kapitel 19. Die 3 Mieter kommen aus ihrem Zimmer, weil sie das Frühstück suchen. Sie sehen die Familie im Flur stehen. Der älteste Mieter fragt den Vater, wo das Essen bleibt. Der Vater zeigt mit einer ernsten Geste auf Gregors Zimmer. Er sagt, dass sie heute kein Frühstück machen können. Die Mieter gehen in das Zimmer und schauen auf die Leiche. Sie sind überrascht, aber sie sagen nichts. Der Vater geht auf die Männer zu. Er hat eine große Bürde in seiner Uniform. Er bittet die Mieter, das Haus sofort zu verlassen. Der älteste Mieter will protestieren, aber der Vater zeigt fest auf die Ausgangstür. Die 3 Männer nehmen ihre Hüte und gehen ohne ein weiteres Wort aus der Wohnung. Die Familie ist jetzt endlich wieder allein unter sich. Sie beschließen, diesen Tag für einen Ausflug zu nutzen, weil sie eine Pause von dem ganzen Kummer brauchen. Sie setzen sich an den Tisch und schreiben 3 Briefe an ihre Arbeitgeber, um sich für diesen Tag zu entschuldigen. Der Vater schreibt an seine Bank, die Mutter an ihr Geschäft und Grete an ihren Chef im Laden. Die alte Bedienerin kommt herein und sagt, dass sie die Leiche bereits weggeschafft hat. Die Familie will die Details gar nicht wissen. Der Vater gibt der Bedienerin ihr Geld und sagt ihr, dass sie am Abend nicht mehr wiederkommen muss, weil sie eine neue Wohnung suchen wollen. Kapitel 20. Die Familie Samsa verlässt gemeinsam die Wohnung. Sie nehmen die Straßenbahn und fahren weit aus der Stadt hinaus ins Grüne. Es ist ein schöner, warmer Frühlingstag und die Sonne scheint hell. Sie sitzen allein im Wagen und sprechen über ihre Pläne für die Zukunft. Sie merken, dass ihre Situation gar nicht so schlecht ist, wie sie dachten. Alle 3 haben gute Arbeitsplätze mit guten Aussichten für die nächste Zeit. Sie wollen die alte, große Wohnung verlassen, die Gregor für sie ausgesucht hatte. Sie möchten eine kleinere, billigere und bessere Wohnung an einem schönen Ort mieten. Während sie so sprechen, schauen die Eltern auf ihre junge Tochter Grete. Sie bemerken, dass Grete trotz aller Sorgen der letzten Monate ein schönes, blühendes Mädchen geworden ist. Ihre Körperformen sind weiblich und attraktiv. Der Vater und die Mutter denken gleichzeitig daran, dass es nun an der Zeit ist, einen guten Ehemann für sie zu suchen. Es wird ein neuer Lebensabschnitt für die Familie beginnen. Am Ende der Fahrt steht Grete als Erste auf und dehnt ihren jungen Körper im hellen Sonnenlicht. Es ist ein Symbol für das neue Leben und für die Hoffnung,
die nach der dunklen Zeit der Verwandlung endlich wieder in das Haus der Familie Samsa eingekehrt ist.